Und nun, liebe Freunde, stehen Sie auch zu Ihrem Versprechen. Was Sie sich selbst versprochen, sage ich noch einmal, das haben Sie Gott versprochen. Lösen Sie sich für alle Zeiten von dem Bösen, dass Sie mit dem Bösen in aller Zukunft nichts mehr Gemeines haben. Und zweifeln Sie das Gute nicht an. Nun haben Sie doch Selbstvertrauen. Glauben Sie doch. Wenn ich jetzt die Frage aufwerfen würde, wer fühlt sich jetzt nicht wohl? Es meldet sich keiner. Wer fühlt sich nicht wohl? Demnach, wie ich feststelle, fühlt sich jeder wohl. Nun bitte ich Sie, das Unwohl nicht mehr in sich aufzunehmen. Sie, liebe Freunde, sind so unwissend. Sie sind sogar blind, Sie sehen nicht. Sie sind auf das rein Irdische beschränkt. Sie sehen diesen meinen Körper. Sie hören die Worte, die ich Ihnen übermittle. Aber Sie können noch nicht glauben. Dass wirklich der unter uns ist, zu dem wir gehören. Und der ermahnt Sie, jetzt zu Ihrem Wort, zu Ihrem Versprechen zu stehen. Er will aufgenommen werden in jedem Herzen. Er will Sie, er will jeden Menschen, jeden Leib, jeden Körper führen. Auch zu den führen, der heute noch in eine Not, in einer Bedrängnis geraten. Dem er nicht mehr helfen konnte, dass Sie jetzt helfen können. Aber schreien Sie da nicht heraus, dass Sie von sich aus sagen, ich kann heilen. Ich kann es auch nicht. Aber wenn Sie glauben, dass Sie es können, dann ist es Lüge. Das kann nur einer. Und das ist Gott selbst. Gott bedient sich da nur dann des einen so des anderen Körpers, und zwar bei denen, der sich vom Bösen endgültig losgesagt hat. Und der mit dem Bösen nichts mehr gemein hat. Der sich voll und ganz im Dienste Gottes stellt. Der hierin seine Mission, seine Berufung erkannt. Der jetzt weiß, warum, wieso, weshalb Gott ihm ein Erdenleben und dazu einen so wundervollen Körper geschenkt. Und dass er in den Genuss des Guten, des Göttlichen kommt, was Gott hier für ihn geschaffen. Und hier unterscheiden sich die Gläubigen und die Ungläubigen. Menschen, die immer wieder noch dem Bösen verfallen, dienen nie Gott, sondern nur dem Bösen. Und die Echten schälen sich heraus, die hier zur Tat übergehen. Aber nicht nur die, die das sprechen, nein, Freunde, die das tun, was sie hier zu tun haben. Und bei den meisten ist es immer so, hier ist's gut. Sind sie daheim, ist wieder schlecht. Das hätte er bei weitem erkennen müssen, dass um ihn doch das Böse ist. Sogar in der eigenen Familie, in den eigenen Verwandten und Bekanntenkreis. Überall lauert das Böse und spricht ihn an. Es fragt sich nur, ob Sie in diesem Fall das Böse nochmal annehmen. Wenn Sie vergessen, dass Sie gewissermaßen hier ein Gelübde, dass Sie hier Gott ein Versprechen gegeben, dann werden Sie das Üble wieder erfahren. Na, wenn Sie das Gute anzweifeln, wenn Sie sagen, es hat ja doch nicht geholfen.
Freunde, wer sich selbst und auch das vergisst, was er sich versprochen hat, das ist ein übler Mensch. Wollen auch Sie zu diesen noch gehören? Ich weiß, Sie werden sagen nein. Oder wer sagt ja? Keiner. Also nein. Sie wollen nicht zu dem Übel gehören. Sie wollen mit dem Übel nichts mehr gemein haben. Und das ist gut. Nun folgen Sie auch immer. Und tun Sie alles. Reden Sie nicht. Tun Sie es. Bei Gott ist nichts schwer. Nur schwer, wer es nicht mehr ist, wer nicht mehr bei Gott ist, wer sich schon abgewandt, wer abgezogen wurde, wem dieser Weg unbekannt ist und wer an diesen Weg nicht mehr glauben kann, für den ist es schwer. Der verfällt wieder den Versuchungen und wird immer wieder vom Übel erfasst. Auch der wird vom Übel erfasst, von dem er umgeben ist. Oder der, von dem, das heißt, wenn Sie jetzt das Übel noch weiter in sich tragen, das Übel noch aufnehmen, werden Ihre Nächsten das empfangen. So aber Ihre Nächsten das Übel noch in sich tragen, vom Übel noch geführt, vom Übel noch geleitet werden und Sie nicht stark genug sind, werden Sie es wieder aufnehmen. Da hat Gott doch vorgesorgt, Sie werden gestärkt. Sie können die Kraft, die Energien in sich aufnehmen, wenn Sie die Verbindung zu Gott weiter beibehalten. Und die Kraft wird Ihren Körper durchdrängen. Und Sie werden über diese Kraft verfügen können, wie wenn das Böse an Sie herantritt. Und seien Sie nicht feige, kämpfen Sie. Kraft genug haben Sie dann. Stehen Sie zur Wahrheit. Stehen Sie zu dem, was Sie am eigenen Körper, in Ihrem eigenen Ich erfahren haben. Und stehen Sie zu dem, von dem Sie weiter überzeugt sind, auch was schon an Ihrem Nächsten geschehen. Aber gehen Sie nicht so leicht darüber hinweg, nehmen Sie es genau auf. Ich weiß, wenn Sie hier und dort gehört, dass der eine und der andere das Heil erfahren, der hat Glück, dass der gesund und ich noch nicht. Der hat doch gesagt, er glaubt nicht und ich habe geglaubt, ich habe es noch nicht, der hatte schon. Da kommt der Hass, der Neid, der Zank und der Streit. Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Schweigen. Einer, der da gesagt hat, er glaubt nicht, ja, den will ich haben. Ja, aber da sagt, er glaubt. Und ich glaube, dann kann er den Weg alleine gehen. Ich will ja gerade den haben, der noch nicht glauben kann, um ihm den Glauben dadurch zu geben. Und darum geht es, Freunde, den Glauben. Aber die da glaubten, dass sie glauben, nein, Freunde, das sind nicht die Gläubigen. Und gerade da zeigt sich der Mensch, dass er doch, wie er hier und dort hört, der hat nicht geglaubt und ist, wie er sagt, gesund geworden. Und ich habe geglaubt und bin nicht gesund geworden. Wer hat den echten Glauben? Wer hat das Gute in sich getragen? Wer hat das Gute gewollt? Und wer hat sich wirklich vom Bösen gelöst? Das ist das, was ich zu Anfangs sagte. Der sich vom Bösen gelöst hat. Der sich frei gemacht, der nicht unvorbereitet gekommen ist. Der sich alles in allem gesehen, verloren gesehen. Auch der an Menschen nicht mehr geglaubt hat. Und der sagt, ich will von Menschen nichts mehr hören. Ich glaube nur an eines. Wie er, der Mensch, so spricht und sagt, ich werde wieder gesund. Ich würde sagen, er wird das Heil erfahren, weil er wirklich glaubt. Denn hier kam die Lösung von dem, was in dem Menschen steckt, wo der Mensch immer wieder den Menschen das von sich zu geben gewusst hat, was er in sich getragen, von dem er beauftragt ist. Eher Böses als Gutes. Ich wage nicht, die Frage zu stellen. Ich will sie auch nicht im Einzelnen fragen, Freunde. Wie viel Böses Sie an einem Tage aufnehmen? Glauben Sie, dass Sie das Böse, was Sie in einem Tag aufnehmen, auch wieder gut machen können? So leicht gut machen können? Sind sich dessen bewusst? Wenn Sie nur Böses hören und das Böse weitergeben und glauben, dass was der Ihnen Böses erzählt hat, dass es Wahrheit ist, das können Sie nicht mehr gut machen. Oder aber, wenn man Ihnen ein böses Wort gesagt und Sie auch gleich böse geantwortet,
dann waren sie übler dran als der ihnen das Böse, das eine böse Wort gesagt hat. Denn die meisten Menschen sprechen dann mehr böse Worte, das heißt, geben die bösen Worte wieder von sich, was sie in sich aufgenommen, und gehen auch sogar dazu über, indem sie sich an diesen Menschenkörper, an ihre Nächsten vergreifen, dass sie auf ihn einschlagen. Auch das gibt's. Oder dass der Hass derart stark wird, dass man den Menschen da an den Pranger bringt, dass er von menschlicher Seite bestraft wird. Um die Wahrheit herauszustellen, wenn sie angegangen worden sind, das müssen sie tun, die Wahrheit herauszustellen. Aber nicht dazu übergehen und sagen, den werde ich mich rächen, den bringe ich ins Gefängnis, den bringe ich ins Zuchthaus. Oder den blamiere ich. Das ist eine Tat des Bösen, das heißt, wo der Mensch hier mit dem Bösen dient. Und der soll nicht zu mir kommen und sagen, er sei ein gläubiger Mensch. Das ist kein Gläubiger. Das ist ein Diener des Bösen, ein Diener des Satans. Ein Diener Gottes zu sein, das heißt Gott zu dienen, der Mensch ist anders. Wenn Sie da mal Böses hören, dann sprechen Sie nichts Böses. Dann sagen Sie ruhig, sprechen Sie weiter. Oder sprich nur weiter. Gib nur alles Böse von dir. So, hast du ausgesprochen. Und dann sagt er, ja, willst du noch mehr hin? Jetzt kriegst du noch eine runter. Bitte, ich habe derartiges erlebt, dass Menschen so sein können. Ja und? So, und jetzt werde ich dir die Wahrheit sagen. Du hast so viel Böses in dir aufgenommen, du bist von dem gar nicht überzeugt, du hast dich irreführen lassen, du bist aufgehetzt und du hast es böse angenommen, hast es mir gegeben, ich habe es aber nicht angenommen. Und ich sage dir jetzt, was Wahrheit ist. Wohl dem, der weiß, was Wahrheit ist, das eine Wort Wahrheit ist, der von diesem Wörtchen überzeugt ist und der wirklich das Gute bejaht und diesem Menschen nicht zürnt, ihn nie böse ist.